Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, dieses damenhafte Sommertop mit mir zu häkeln. Ihr könnt es in verschiedenen Größen nacharbeiten. Das Oberteil ist schön anliegend, das Schößchen wird nach unten hin weiter. Die dadurch entstehende A-Linie betont die weibliche Figur äußerst schmeichelhaft und lässt dennoch eventuell vorhandene Problemzonen einfach verschwinden. Die verwendeten Muster sind nicht schwierig und das Top ist einfach und schnell gemacht. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nachhäkeln. Heute verwende ich dieses Baumwollgarn von Venco Create. Es hat 125 Meter Lauflänge pro 50 Gramm. Das ist die Farbe 1055 und ich verwende eine Häkelnadelnummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle zunächst 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um und steche so ein, dass 2 Fäden oben sind und einer unten, hole den Faden durch, masche nur eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2. Gezählt werden die Maschen hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache insgesamt 10 feste Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 10 feste Maschen angeschlagen und jetzt kippe ich das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind. Ich starte mit 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen und häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch 2 Stäbchen in dieselbe Masche, also alle 3 in einer Masche, und schiebe sie so hin, dass sie hier praktisch eine Verlängerung dieser Kette bilden. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, das wird eine Ecke, und häkle weitere 3 Stäbchen wieder in dieselbe Masche, wo schon die anderen 3 Stäbchen drin sind. Wir haben jetzt eine Ecke erhalten, die andere Ecke kommt erst am Ende der Runde dazu. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, lasse 2 Maschen aus
und häkle wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Eine Luftmasche, 2 Maschen auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, 2 auslassen und in die letzte feste Masche, die noch da ist, wieder zunächst 3 Stäbchen in eine Masche, zwei Luftmaschen, das wird wieder eine Ecke, dann in dieselbe Masche 3 Stäbchen, alles in eine Masche. Jetzt haben wir eine Ecke, wir brauchen eine weitere Ecke, bestehend aus 2 Luftmaschen und jetzt ein drittes Mal 3 Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Jetzt sind wir um die Ecke gekommen und wir häkeln jetzt auf der Unterseite weiter. Es folgt eine Luftmasche und dann schaut ihr, wo auf der Unterseite diese 3 Stäbchen drin sind und in dieselbe Einstichstelle häkeln wir wieder 3 Stäbchen. Die liegen also ganz genau übereinander. Eine Luftmasche, dasselbe machen wir mit der nächsten Gruppe. Hier sind die 3 schon drin. Und da häkeln wir noch einmal 3 Stäbchen hinein. Eine Luftmasche und wir sind schon bei der Ecke angekommen, hier in diese Masche, wo schon 2 mal 3 Stäbchen drin sind, brauchen wir ein drittes Mal 3 Stäbchen. Und wir schließen die Runde mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und so haben wir auch hier eine schöne Ecke. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen, häkeln 2 weitere Stäbchen in diese Ecke hinein, in die Lücke, häkeln eine Luftmasche, überspringen diese Dreiergruppe und häkeln gleich die nächste Ecke. Eine Ecke besteht aus 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke. Hier kommt die zweite Hälfte der Ecke erst am Ende der Runde hinzu. Zwischen den Gruppen immer eine Luftmasche, dann immer 3 Stäbchen überspringen und in die Lücke 3 Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche in die nächste Lücke, 3 Stäbchen häkeln,
eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die Lücke, eine Luftmasche. Wir sind wieder bei der Ecke angekommen. Hier häkeln wir 3 Stäbchen zunächst in die Lücke, 2 Luftmaschen, weitere 3 Stäbchen in die gleiche Lücke, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die nächste Ecke, zwei Luftmaschen und in dieselbe Lücke 3 Stäbchen noch einmal. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen in die Lücke. Eine Luftmasche, in jede Lücke 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, noch einmal 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, noch einmal 3 Stäbchen, da wo schon 3 Stäbchen drin sind. Das ist jetzt die zweite Hälfte der Ecke und wir schließen wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben die 4 Ecken und auf der Längsseite dazwischen immer 3 Gruppen und hier haben wir eine Lücke. Diese gehören zu den Ecken. Ab jetzt häkeln wir in Reihen weiter und zwar so. Und ich mache ab jetzt alle 2 Reihen einen Farbwechsel. Ich habe hier ein zweites Garn, das ist von Teddy. So ein Knäuel hat 40 Gramm und 100 Meter Lauflänge, umgerechnet also dieselbe Lauflänge wie diese Wolle hier. Und ich häkle jetzt 3 Luftmaschen in der neuen Farbe. Und jetzt wende ich sozusagen die Arbeit und häkle auf der Rückseite weiter. Ein Stäbchen haben wir sozusagen schon gemacht mit diesen 3 Luftmaschen und ich häkle weitere 2 Stäbchen in diese erste Lücke, so in die Ecke, häkle eine Luftmasche, springe wieder von Lücke zu Lücke, häkle in jede Lücke 3 Stäbchen, immer eine Luftmasche dazwischen und das mache ich, bis wir zur Ecke kommen, also immer 3 Stäbchen und eine Luftmasche und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Es haben sich bis jetzt 5 solche Dreiergruppen ergeben. Auch hier häkle ich eine Luftmasche, dann in die Ecke immer 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke.
und auch auf dieser Schmalseite immer eine Luftmasche in die Lücke, 3 Stäbchen, eine Luftmasche und wir sind wieder bei der Ecke, die besteht immer aus 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Immer eine Luftmasche dazwischen und wir häkeln wieder Dreiergruppen. Und nicht vergessen, dazwischen immer eine Luftmasche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Am Ende deshalb, weil wir diese Kante nicht mehr behäkeln. Und das Ende der Reihe besteht aus 3 Stäbchen in die Lücke. Und dann wenden wir die Arbeit und die nächste Reihe beginnt sozusagen mit einer Lücke und eine Lücke besteht aus 4 Luftmaschen. Wir häkeln also 4 Luftmaschen und häkeln wieder in jede Lücke 3 Stäbchen, eine Luftmasche und springen wieder von Lücke zu Lücke und häkeln bis zur Ecke unsere Dreiergruppen und dazwischen immer eine Luftmasche und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Ecke angekommen und die bleibt immer gleich mit 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in die Lücke. Auch nach der Ecke eine Luftmasche, wieder von Lücke zu Lücke springen, eine Dreiergruppe in jede Lücke, dazwischen immer eine Luftmasche, auch vor der Ecke eine Luftmasche, die Ecke wie immer mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, eine Luftmasche und wir häkeln bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben die Reihe mit einer Lücke begonnen und wir müssen die Reihe mit einer Lücke beenden. Auch nach der letzten Dreiergruppe häkeln wir noch eine Luftmasche und ein einzelnes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. So haben wir auch hier, genau wie am Anfang der Reihe, eine Lücke. Und wir wenden wieder und ich nehme jetzt wieder die weiße Wolle und ziehe das Garn locker am Rand herauf, also locker mitführen, 3 Luftmaschen häkeln, also so, dass das entspannt bleibt und sich nicht zusammenzieht. Und diese Reihe, die erste immer, beginnt mit einer Gruppe und eine Gruppe besteht aus 3 Stäbchen.
Das erste Stäbchen sind diese 3 Luftmaschen und 2 noch in die Lücke und dann eine Luftmasche und der Rest der Reihe geht ganz genau gleich wie die vorherigen Reihen. Immer Dreiergruppen in die Lücke, dazwischen eine Luftmasche und die Ecken immer mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und die Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer Gruppe in diese Lücke, die wir in der Vorreihe gebildet haben. Und in diese Lücke kommen 3 Stäbchen hinein. Und wir wenden die Arbeit wieder und diese Reihe, die zweite immer in derselben Farbe, beginnt mit einer Lücke, das heißt mit 4 Luftmaschen. Und wir springen wieder von Lücke zu Lücke, häkeln unsere Dreiergruppen, dazwischen immer eine Luftmasche, die Ecken wie gewohnt und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch diese Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer Lücke. Und eine Lücke besteht am Ende der Reihe aus einer Luftmasche und einem Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir jetzt, zwar immer 2 Reihen blau und 2 Reihen weiß. Und zwar müsst ihr hier messen von Ecke zu Ecke. Also hier ist oben und hier dieses Maß schreibe ich euch rechts oben in die Ecke. Und wenn ihr das erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die gewünschte Breite erreicht. Wir befinden uns auf der schönen Seite. Den weißen Faden habe ich abgeschnitten, den brauchen wir im Moment nicht mehr. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und häkle in diese erste Lücke hier um das Randstäbchen herum 3 halbe Stäbchen. Dann häkle ich um jedes Randstäbchen 2 halbe Stäbchen. In jede Lücke 2 halbe Stäbchen und ich schaue, dass ich die Fäden, die hier am Rand laufen, dass die möglichst hinten sind und dass die unter diesen halben Stäbchen verschwinden. Also immer das Randstäbchen suchen und 2 halbe Stäbchen häkeln und das machen wir, bis wir zum Mittelstück kommen und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Hier seht ihr das Mittelstück. Hier mache ich es so, ich häkle ein halbes Stäbchen hier in diese Ecke, dann auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen, eins hier in die Lücke und dann wieder auf jedes Stäbchen ein halbes Stäbchen, eins in die Lücke, also in diese Ecke, dann wieder je 2 um jedes Randstäbchen herum und
über die gesamte Breite brauchen wir eine ungerade Maschenzahl und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bis hierher haben sich bei mir 80 halbe Stäbchen ergeben und wie gesagt, wir brauchen eine ungerade Zahl und deshalb häkle ich auch in die letzte Lücke noch einmal 3 halbe Stäbchen. In dieser letzten Lücke könnt ihr das ausgleichen, falls es bei euch anders wäre. Und wir wenden die Arbeit und ich beginne mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als ein Stäbchen und eine ist für den Abstand. Wir holen einen Umschlag, lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen. Somit haben wir ein Kästchen erhalten und jetzt mache ich es so, statt einer Luftmasche häkle ich um dieses Stäbchen, das wir gerade gemacht haben, ein halbes Stäbchen. Ich hole einen Umschlag, steche um das Stäbchen herum, hole den Faden durch. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel, die masche ich gemeinsam ab. Jetzt eine Masche auslassen und in jede zweite Masche kommt ein Stäbchen und immer um das Stäbchen herum ein halbes Stäbchen häkeln. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, einen Umschlag holen, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, 3 Schlaufen sind auf der Nadel und die maschen wir gemeinsam ab. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Wichtig ist, macht diese halben Stäbchen nicht winzig klein, einen Umschlag holen, den Faden durchholen und die Schlaufen sollten so locker sein, dass ihr ganz einfach mit der Nadel durchkommt. Das sieht so aus und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Um dieses letzte Stäbchen, das ich bis jetzt gemacht habe, häkeln wir ebenfalls für den Abstand noch ein halbes Stäbchen und dann nur noch ein Stäbchen ins allerletzte halbe Stäbchen. Hier kommt kein halbes Stäbchen mehr drumherum und wir wenden die Arbeit wieder und ich habe hier bereits den Halsausschnitt ausgemessen. Und zwar, hier seht ihr die Mitte, diese Lücke ist genau die Mitte und ich habe auf beide Seiten ca. 9 bis 10 cm hinüber gemessen. Also 18 cm habe ich hier für den Halsausschnitt frei gelassen. Weniger sollte es nicht sein. Und jetzt häkle ich bis zum Maschenmarkierer diese Seite zunächst hinauf und die zweite Reihe beginnt ebenfalls mit 4 Luftmaschen. 3 sind ein Stäbchen, eine ist für den Abstand. Am Anfang können wir das nur mit einer Luftmasche machen. Und jetzt, wenn ihr hier schaut, seht ihr sehr schöne Maschen. Eine ist immer eine Spur größer, eine ein bisschen kleiner und diese größere lassen wir aus und in die kleinere, sie hängt etwas links vom Stäbchen. Da kommt das Stäbchen hinein. Also es ist wie gewohnt immer eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln und um das Stäbchen herum ein halbes Stäbchen, einen Umschlag holen, diese größere Masche auslassen
Und die Masche, die links vom Stäbchen ist, da kommt das Stäbchen hinein. Ein halbes Stäbchen drumherum, eine Masche auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen häkeln. Das Muster sieht aus, als ob es versetzt wäre, aber in Wirklichkeit ist es nicht versetzt. Wir machen es wie immer, nur dass wir statt der Luftmasche als Abstand ein halbes Stäbchen häkeln und dass diese Masche, jede zweite Masche, ein bisschen links versetzt ist zu diesem Stäbchen hier unten. Also optisch wirkt es, als ob es versetzt gehäkelt wird, aber im Grunde machen wir nur ganz gewöhnliche Kästchen, immer in jede zweite Masche, also die größere immer auslassen und in die kleinere das Stäbchen häkeln, und beim Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei mir ist es sich so ausgegangen, das sind 13 Kästchen und auf der anderen Seite braucht ihr dann natürlich auch 13 Kästchen, sodass der Ausschnitt wirklich genau in der Mitte ist. Und um das letzte Stäbchen kommt kein halbes Stäbchen mehr herum, sondern nur noch ein Stäbchen, und wir wenden die Arbeit und die Reihe beginnt immer mit 4 Luftmaschen. Und dann häkeln wir gleich ein Stäbchen in diese übernächste Masche. Und lasst euch nicht irritieren, die Maschen sind leicht versetzt, aber es ist trotzdem immer eine auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen und als Abstand ein halbes Stäbchen anstatt einer Luftmasche. Und ich häkle die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und die Reihe endet so. Hier seht ihr das letzte Kästchen, hier noch ein Stäbchen, da kommt noch ein halbes Stäbchen drumherum und dann müsst ihr hier eine Luftmasche Abstand lassen. Hier sind 4 Luftmaschen und wir müssen in die dritte Luftmasche von unten gezählt noch ein Stäbchen häkeln, damit hier dazwischen eine Luftmasche Abstand bleibt. Und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wiederholt ihr so lange, bis ihr circa 6 cm erreicht habt ab dem Halsausschnitt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 cm hochgehäkelt. Bei mir sind das 4 solche Kästchenreihen und achtet darauf, dass die Anzahl der Kästchen immer dieselbe bleibt. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche und hier am äußeren Rand lasse ich ein längeres Stück Faden dran. Damit können wir später die Schulternaht schließen. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um und starte hier, wo der Maschenmarkierer drin ist. Auf der Vorderseite hier steche ich ein, hole den Faden durch, verknote den Faden und häkle genau gleich wie auf der anderen Seite. Ich steche noch einmal hier links neben dem Stäbchen, müsst ihr einstechen in diese kleinere Masche, den Faden durchholen, 4 Luftmaschen häkeln
und dann wieder in jede zweite Masche ein Stäbchen und um das Stäbchen ein halbes Stäbchen und achtet darauf, dass ihr auf beiden Seiten dieselbe Anzahl an Kästchen habt und dieselbe Anzahl an Reihen hochhäkelt. Und wenn ihr die zweite Seite gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die linke Seite gleich gemacht wie die rechte Seite und jetzt drehen wir uns das ganze Teil um. Wir befinden uns auf der schönen Seite und ich mache jetzt wieder mit Weiß weiter und ich schlinge hier in der Ecke neu an. Und ich häkle genau im selben Muster weiter wie hier, also immer hin und her, mit dem einzigen Unterschied, dass ich statt 3 Stäbchen jetzt 4 mache und die erste Reihe beginnt folgendermaßen. Wir holen den Faden durch, häkeln 3 Luftmaschen und häkeln weitere 3 Stäbchen in die Lücke, sodass wir 4 Stäbchen in der Lücke haben. Dann auch wie vorhin eine Luftmasche und dann häkle ich in jede Lücke 4 Stäbchen. Auf diese Weise wird das Schößchen weiter als der obere Teil. Also im Grunde genau dasselbe Muster, nur eben mit 4 Stäbchen statt mit 3. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Sie endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit 4 Stäbchen in diese allerletzte Lücke, in die Ecke. Und ihr seht, das Ganze geht jetzt auseinander, es wird weiter und wir wenden wieder und das Muster funktioniert jetzt ganz genau gleich wie vorhin auch. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen, also mit einer Lücke. Jede Hinreihe beginnt mit einer Gruppe und jede Rückreihe beginnt und endet mit einer Lücke am Rand. Und ich zeige euch das anhand des zweiten Teils, das ich schon gemacht habe, wie das dann aussieht. Das Ganze wird breiter und ich schreibe euch die Gesamtlänge der Tunika für eure Größe rechts oben in die Ecke. Und ich habe am Schluss noch 6 blaue Reihen gemacht, aber wie ihr die Farbe zusammenstellt, das bleibt euch natürlich überlassen. Und wenn ihr das erste Teil gehäkelt habt, häkelt ihr ein zweites völlig identisches Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt und die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Und jetzt schließen wir die Schulternähte und dafür nehme ich den Faden, den ich dran gelassen habe, und ich steche hier in die dritte Luftmasche von unten gezählt ein, hole den Faden durch beide Teile durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal durch beide Teile durch,
häkle eine feste Masche und häkle dann immer in den Zwischenraum eine feste Masche und dann eine feste Masche in die Masche, dann wieder in den Zwischenraum, also in die Kästchen hineinstechen und dann wieder durch die Maschen durch und schließe auf diese Weise die Schulternaht und mache die festen Maschen nicht winzig klein. Ich hole immer den Faden ein bisschen herauf und masche dann ab, sodass die Naht eine gewisse Dehnbarkeit behält und wir sie nachher schön flach ziehen können. Und auf diese Weise schließen wir beide Schulternähte. Für die zweite Schulternaht dreht ihr euch das ganze Teil um und beginnt wieder von außen nach innen mit der Naht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und hier oben schon einmal alle Fäden vernäht. Jetzt schließen wir die Seitennaht und ich schließe das immer farbgerecht, also dieses Stück mit Blau, mit Weiß und dann wieder mit Blau, damit man die Nähte nicht von außen sieht. Und ich steche hier in diese Lücke ein und hier hinten ebenfalls. Es kommen zwei Lücken immer zusammen und zwei Gruppen und hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle zwei feste Maschen in diese Lücke und suche mir dann immer das Randstäbchen und häkle auch hier um die Randstäbchen herum zwei feste Maschen und in die Lücken ebenfalls zwei feste Maschen und hier oben beim Weißen sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den blauen Teil geschlossen und ich nehme jetzt die weiße Farbe und häkle einfach in Weiß weiter. Diese beiden Fäden könnt ihr miteinander verknoten, dann hält das. Und schließe jetzt den weißen Teil genau gleich wie den blauen. Immer mit zwei festen Maschen um die Randstäbchen herum. Wie gesagt, diese beiden Fäden einfach miteinander verknoten. Dann schließen wir den weißen Teil, steigen wieder auf die blaue Farbe um und ich lasse für die Größe 40-42 circa 25 cm Armausschnitt offen. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und hier oben müsst ihr immer eine feste Masche in die Lücke häkeln und dann immer durch die drei Stäbchen durch, eins in die Lücke und so weiter und genau darauf achten, dass die Gruppen genau zusammenpassen. Und wenn ihr das gemacht habt, schließt ihr die zweite Seitennaht und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte geschlossen, habe alle Fäden vernäht, das Top auf die schöne Seite umgedreht und bei den Seitennähten habe ich das so auseinandergezogen, damit die schön flach werden und auf diese Weise sind sie kaum mehr sichtbar.
Und damit ist unser figurbetontes Sommertop fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses damenhaften Sommertops und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.